Ich habe soeben über das Golden Gate den Etosha Nationalpark erreicht. Nach dem Check-in im Camp Olifantsrus überlege ich, noch einmal raus in den Park zu fahren. Doch dann wird schnell klar, dass ich noch ein wenig länger im Camp bleibe, denn wir bekommen gerade Besuch. Was für eine tolle Begegnung mit dieser Herde Elefanten, die ich hier am Wasserloch Olifantsrus noch lange genieße. Ja, ein wunderschöner Tag geht vorüber. Ich habe viele tolle Elefanten gesehen. Insbesondere dann auch hier im Camp, als sie an das Wasserloch kamen. Und ich habe geduscht, mein Zelt ist aufgebaut, mein Feuer brennt. Ich mache mir jetzt in Ruhe was zu essen und dann freue ich mich auf mein Bierchen. Guten Morgen aus dem Olifantsrus Camp. 6 Uhr, gleich geht die Sonne auf. Guten Morgen aus dem Olifantsrus Camp im Etosha Nationalpark. Heute ist Montag, der 20. November. Bei mir gibt es jetzt erstmal mein obligatorisches kleines Frühstück, mein Instant Coffee, und dann geht es weiter on the road durch den Park. So, heute bin ich früh dran, es ist gerade mal 7:45 und für mich geht es jetzt auf in Richtung Mitte des Parks. Ich bin gespannt, was es heute gibt. Ich fahre nach Halali. Ich hoffe vielleicht mal auf einen Rhino, das wäre mal ganz toll. Ganz witzig war eben meine Nachbarn, ein älteres Pärchen so aus dem Raum Berlin-Brandenburg. Da fragte er mich, oh, du hast auch so einen Landcruiser, ist das auch ein 442er?
Und dann antwortet sie, nee, das ist ein 4-4, steht doch da. Aber auf meiner Tür steht 4x4 für halt Allradantrieb und er meinte natürlich den Hubraum. Von Westen aus fahre ich heute durch den Etosha Nationalpark bis zum Camp Halali, wo ich meine nächste Nacht verbringe. An diesem Stopp seht ihr eindeutig, woher die Springböcke ihren Namen haben. Auf der anderen Seite der Piste sucht ein Sekretär den Boden nach Insekten ab. Nach einer kurzen Rast im Camp Okauquejo stoppe ich am Wasserloch Nebrauni. Ich war ja schon oft an dieser Stelle hier, das ist beim Wasserloch Nebrauni. Aber dass ich hier so grünes Gras gesehen habe, das ist mir noch nie passiert. Es ist alles anders und alles cool dieses Jahr. Was natürlich nicht heißt, dass es früher die Jahre, wo das hier nicht grün war, nicht cool wäre. Aber es ist schön, mal etwas anders zu sehen. Andere Perspektiven, andere Farben. Cool. Ich habe jetzt hier mal an der Pfanne gehalten. Das hier ist das Wasserloch Kapupuhedi und ich wollte mal gucken, wie es hier aussieht, so wassertechnisch. Aber es gibt einen kleinen Tümpel, der auch ganz übel riecht. Ansonsten ist hier kein Wasser in der Pfanne zu sehen. Aber es ist trotzdem immer schön, hier mal zu stoppen, diese Aussicht zu genießen.
Herrlich. Ich bin jetzt hier in einer landschaftlich sehr schönen Gegend des Etosha Nationalparks zwischen Ococoejo und Halali. Und zwar bin ich auf dem Weg zu den Wasserstellen Charizaup und Salvadora. Ja, selbst wenn man hier keine Tiere sieht, ist das hier eine sehr schöne Gegend, tolle Landschaft und macht Spaß, hier langsam lang zu fahren. So, es ist jetzt 5:45 und ich komme im Camp Halali an. Jetzt gehe ich erstmal sofort zur Rezeption und schaue, welche Campsite ich bekomme. Kurz nach 18 Uhr ist es soweit. Ich heiße euch herzlich willkommen von der Halali Campsite. Ich habe mir die Campsite mit der Nummer 41 ausgesucht. Man konnte sich das hier tatsächlich aussuchen. Ich habe einen Plan an die Hand bekommen. Das ist eine große Campsite, die haben hier ungefähr knapp 60 Plätze. Ja, und ich habe mir halt jetzt einen gewählt. Ich zeige es euch ein wenig. Hier steht schon mein Auto, Zelt ist hochgeklappt. Und zu der Campsite gehören eine Stromsäule, ein Grillplatz und Sitzmöglichkeiten. Die Ladesäule befindet sich dort, das ist toll, da ist ein afrikanischer Stecker dran, 2 USB und ein europäischer. Und hier ist ein WC-Häuschen und auf der anderen Seite befindet sich die Dusche. Und zur Dusche gehen wir jetzt mal hin. Hier ist eine Duschkabine. Es gibt Waschtische mit Spiegeln. Und da wir hier im Männerbereich sind, 2 Urinale, 3 sogar und ansonsten auch andere WCs. Ja, das ist der Ablution-Block, sieht ein bisschen gepflegter aus als in Olifantsros und WC und Waschbecken und Dusche sind zusammen. Und dort ganz hinten, da befindet sich ein größeres Gebäude, das ist ein Küchenbereich. Da kann man sich Speisen zubereiten, hat Ablageflächen und Grillmöglichkeiten nochmal extra. So sieht das hier aus. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden, gefällt mir gut. Die Sonne ist gerade am Untergehen. Oder ist gerade untergegangen, sieht sehr schön aus. Und ich gehe jetzt mal zum Moringa-Wasserloch, noch ein bisschen die Stimmung genießen, solange der Himmel noch schön gefärbt ist. Dann werde ich erstmal was essen und heute Abend, wenn es dunkel ist, werde ich wahrscheinlich noch mal hier zum Wasserloch gehen. Guten Morgen aus dem Camp Halali im Etosha Nationalpark. Good morning, Mr. Toko. How are you? Heute ist Dienstag, der 21. November. Hinter mir
Ist gerade die Sonne schön am Aufgehen. Es wird ein schöner und auch heißer Tag heute, bin ich mir sicher. Kaum Wolken am Himmel, eigentlich gar keine. Und was ihr hier seht, das ist für diesen Urlaub mein letztes Campingfrühstück. Es ist zwar noch nicht meine letzte Campingnacht, da habe ich noch 2 vor mir, denn ich fahre heute weiter, ganz in den Osten des Parks, ins Fornamuotoni. Dort habe ich 2 Übernachtungen. Ich werde jetzt mein letztes Frühstück zelebrieren und dann war es das für diesen Urlaub. Und auf geht's Richtung Fornamuotoni. Jedem, den ich treffe, erzähle ich von meiner tollen Sichtung. 3 Geparde unter einem kleinen Busch. Obwohl ich viel Zeit hier verbringe und obwohl ich ein Fernglas benutze, sehe ich erst zu Hause beim Anschauen meiner Videos, dass es sogar 5 waren. 4 Junge und ihre Mutter. Was für eine fantastische Begegnung. Sie schauen alle in dieselbe Richtung, bewegen sich so gut wie gar nicht. Heute habe ich schon viele Zebras gesehen, aber diese scheinen ihrerseits etwas zu sehen. Da ich schon fast vorbei war, drehe ich um, schaue in ihre Richtung. Mein Fernglas brauche ich nicht. Der König schreitet zielstrebig durch die Savanne. Ich bilde gedanklich eine gerade Linie seiner Gehrichtung zur Piste und fahre weitere ca. 80 Meter zurück. Wenige Minuten später überquert er direkt vor meinem Auto die Straße.
Auf der anderen Seite versinkt er im Gras unter einem kleinen, ein wenig schattenspendenden Baum. Wird nicht lange dauern, dann wird er seinen schweren Kopf fallen lassen, im Gras versinken und vor heute Abend nicht wieder aufstehen. Ich fahre jetzt hier wieder den von mir so getauften Okerfontein Loop. Das heißt den Umweg, um zum Wasserloch Okerfontein zu kommen. Also wenn ihr auch mal hier in diesem Teil des Parks unterwegs seid, nehmt nicht die Hauptstraße zwischen Namutoni und Halali an dieser Stelle, sondern fahrt immer diese kleine Schleife über das Wasserloch Okerfontein. Das lohnt sich immer, definitiv. Mir kommt es vor, dass aufgrund des Regens viel mehr Grasfresser im Park sind als sonst. Und nicht selten stehen sie direkt auf der Piste und trinken aus einer der vielen Pfützen. Es ist unglaublich, wie viele Springböcke hier sind heute hier auf dieser Strecke. Das, so wie es hier aussieht jetzt, so wo ich hier langsam dran vorbeifahre, geht das hier die ganze Zeit. Das sind Hunderte und Aberhunderte von Springböcken. Wahnsinn! Diese Giraffe da, die muss wirklich Durst haben. Ich habe selten eine Giraffe gesehen, die so schnell, so zielstrebig auf das Wasser zugegangen ist, sich sofort gebückt hat und angefangen hat zu trinken. Meist sind die so ängstlich, weil sie dann schlecht fliehen können, falls irgendwo ein Raubtier ist. Aber sie scheint sich sicher zu sein, dass hier entweder keins ist oder sie hatte einfach mächtig Durst.
Willkommen im Fort Namutoni auf seiner Campsite. Und das hier ist Campsite Nummer 11. Da sitzt ein Vogel und zwitschert es auch gerade. Es gibt hier auch eine Sitzecke zu jeder Campsite, eine Feuerstelle und einen Grill. Und hier Licht und eine hoffentlich funktionsfähige Steckdose. Ja, sehr schön eigentlich, wunderbar, gefällt mir gut. Und da hinten sind die Ablutions, da gehen wir mal kurz gucken. Es gibt hier 4 Urinale, WC, 2 Stück, Duschen, auch 2 Stück und 4 Waschbecken mit Spiegel davor. Sodale, 4:30 am Nachmittag einmal in den Pool gehüpft. Das war sowas von erfrischend. Und jetzt werde ich meinen tollen Tag ausklingen lassen am Wasserloch Chudop. Doch viele Tiere sind hier heute nicht zu sehen. Dennoch genieße ich die schöne Stimmung im sanfter werdenden Licht der abendlichen Sonne, bevor ich kurz vor Schließzeit der Gates zurück ins Fort Namutoni fahre. Am Abend freue ich mich auf mein Essen im Restaurant und genieße dieses herrliche eiskalte Tafellager. Das soll es für heute gewesen sein. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Guten Morgen aus dem Busch. Ich stehe hier am Wasserloch Zumkhor. Ja, auch solche Tage gibt's. Ich habe den Löwen brüllen hören, zweimal nicht weit von hier. Gestern und vorgestern wurden hier welche gesichtet in dieser Gegend und ich dachte, ich fahre halt mal hin. Aber das ist das Schöne am Game Drive, an der Tierbeobachtung. Man kann nicht immer Glück haben. Learn to deal with the